Hallo und Servus hier zum ersten von 2 Videos zu unserer neuen Kamera, der Insta360 ONE X2. Wie kam es dazu? Wir waren ja unterwegs im Sommer, im August auf Korsika, auf dem GR20 und 2 Tage, glaube ich, waren wir auf dem Weg dort und ich habe eine E-Mail bekommen von Insta360, ob wir denn nicht Lust hätten, für die Kamera 1-2 Videos zu machen. Dachte ich, verflixt, genau das hätte mir jetzt gefehlt für diese Wanderung. Denn das ist nicht nur eine Kamera mit einer Linse, sondern mit 2 und mit Display vorne. Und was man alles so damit anstellen kann, das zeige ich heute in diesem Video. Viel Spaß! Als Insta360 uns gefragt hat, ob wir denn Lust hätten, mit ihrer Kamera ein Video zu machen, haben wir erstmal überlegt. Eigentlich haben wir jetzt erstmal ein relativ großes Projekt abgeschlossen, das auch noch geschnitten werden muss, auch jetzt noch. Und zum anderen hatten wir uns eigentlich geschworen, lange Zeit erstmal nicht mehr wandern zu gehen. Zumindest nicht während 2021. GR20 war ziemlich hart. Und das werdet ihr auch noch in den kommenden Videos, wahrscheinlich im Oktober, sehen. Ja, und dann haben wir lange hin und her überlegt und ja, ist ja schon eine tolle Kamera und ich hatte die schon lange auf dem Schirm und eigentlich schon lange Lust, mal was damit zu machen. Und dann hat Lena irgendwann gesagt, ja komm, lass uns die Gelegenheit nutzen und die Zugspitze Deutschlands höchsten Berg zu erklimmen und dazu eben die Kamera ausprobieren. Gesagt, getan. Letzte Woche in den Wetterbericht geschaut. Wow, Samstag soll es richtig gut sein. Hey, lass uns ein Hotel in Garmisch-Partenkirchen buchen. Und dann sind wir am Freitagnachmittag einfach losgefahren. Samstag in der Früh aufgestanden und dann haben wir die Zugspitze erklommen. Ja, und dieses Video, diesen Vlog seht ihr quasi im zweiten Teil, den ich euch hier jetzt schon verlinke. Und heute geht es mehr um das Technische von dieser Kamera. Ich möchte auf positive, negative Sachen eingehen, auf Dinge, die mir aufgefallen sind, auf den Workflow, wie man auf dem Smartphone und auf dem Mac Videos damit schneidet, weil natürlich mit einer 360-Grad-Kamera, das ist ein bisschen anders. Das ist nicht so, dass man einen Bildausschnitt hat, sondern es kommt ein Arbeitsschritt im Schnitt noch dazu. Und bevor wir jetzt mit dem beginnen, gleich schon der Hinweis, hier unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zur Kamera. Das sind Affiliate-Links, wenn ihr die klickt und vielleicht sogar auch die Kamera kauft, unterstützt ihr unseren Kanal. Wir kriegen da eine kleine Provision, geht alles aufs Geschäftskonto, mit welchem wir Reisen wie auf jetzt die Zugspitze bezahlen. Die Insta360 kam in einem ziemlich tollen, hochwertigen Karton. Der fässt sich richtig gut an. Ich habe die Ultimate-Fassung bekommen. Darin ist enthalten die Kamera, eine Lenscap, die wirklich sehr praktisch ist, weil man die einfach oben drauf stülpt und dann ist die Linse geschützt. Außerdem noch einen Premium Lens Guard, den habe ich jetzt aber nicht benutzt, weil die Qualität ein bisschen abnehmen soll. Ein kleines Mikrofasertuch, denn sobald die Linsen ein bisschen verschmutzt sind, sei es Fingerabdrücke oder irgendwelchen Staub, Schmutz, sieht man den extrem in den Aufnahmen. Eine Micro-SD-Karte 64 GB, einen Invisible Selfie Stick, eine Bullet Time Cord, damit kann man Videos machen und die Kamera schleudern, ein Fast Charge Hub und eine zweite Batterie. Zweite Batterie immer wichtig, finde ich, für eine Kamera, weil eine kann immer mal kaputt gehen und man hat auch einfach Puffern. Da kann ich gleich schon zur Akkulaufzeit sagen, der eine Akku hat tatsächlich den ganzen Tag auf der Zugspitze gehalten. Wir waren 10 Stunden unterwegs. Irgendwann hat sich die Kamera von alleine ausgeschalten. Sprich, ich habe die Kamera tatsächlich den ganzen Tag
im Standby-Modus angehabt und musste so immer nur einfach auf den Knopf drücken. Zack, ging die Kamera an und hat aufgenommen. Ich glaube, ab Knopfdruck vergehen so 2 bis 3 Sekunden. Sie nimmt aber schon vorher auf. Also wer sich die Kamera zulegen möchte, dem kann ich auf jeden Fall dieses Ultimate Kit nahelegen. Denn da kriegt ihr ziemlich vernünftiges Zubehör, würde ich sagen, für einen fairen Preis. Weil das Zubehör kann, wenn man es sich einzeln kauft, doch ziemlich ins Geld gehen. Dadurch, dass die Kamera so einfach zu bedienen ist, einfacher Knopfdruck und sie läuft, ist man ziemlich dazu hingerissen, sehr, sehr viele Aufnahmen zu machen, was auf der einen Seite ja schön und gut ist. Man hat vieles festgehalten, aber später, wenn man zu Hause ankommt und es an die Sichtung des Videomaterials kommt, dann kann es schwierig werden, kann ich mir gut vorstellen, dass man erst gar nicht richtig anfängt, weil halt einfach zu viel Material entstanden ist. Und da sollte man schon im Vorhinein sich immer hinterfragen, macht jetzt die Aufnahme einen Sinn? Werde ich mir das überhaupt nochmal angucken? Habe ich nicht eine ähnliche Einstellung schon mal gemacht? Und sonst frisst es unglaublich viel Zeit. Jeder, der schon mal irgendwie Film aufgenommen hat oder auch ein kleines Urlaubsvideo gemacht hat, weiß, je mehr Material man hat, desto mehr Zeit nimmt es in Anspruch, das zu bearbeiten, und desto höher kann auch die Hürde werden, überhaupt irgendwie in den Schnitt zu gehen und überhaupt was zu entstehen. Und wenn man dann nichts draus macht, dann hat man quasi tote Videodateien erstellt, was ja auch schade ist. Außerdem hat man mit der Linse einen ziemlichen Fisheye-Effekt, der mir persönlich eigentlich jetzt nicht so gut gefällt, zumindest nicht für normale Videos, aber ich habe das jetzt mal als neutralen Punkt, weil mir auf der Zugspitze, als wir dann auf den Klettersteig waren, diese Perspektive doch ziemlich gut gefallen hat. Man hat einfach ein extrem weites Spektrum und der Weg sah so auf der Aufnahme spektakulärer aus, als er vielleicht in Wirklichkeit war. Oder wir haben das einfach gar nicht so wahrgenommen und die Kamera hat das eingefangen. Und wenn ich jetzt aus diesem Fisheye-Modus noch mehr reingehe, und da kommen wir auch schon zum ersten negativen Punkt, dann wird irgendwann die Auflösung zu niedrig sein. Wir haben insgesamt für beide Kameralinsen zusammen 5,7K, was sich ziemlich viel anhört. Aber wenn ich rein croppe, dann, das werdet ihr auch im Vlog sehen, habe ich zum Teil ein paar Mal übertrieben, nimmt die Qualität schon ziemlich ab. Es kriselt, die Auflösung, es sieht einfach nicht mehr so gut aus. Da ist man von der Technik heute einfach noch nicht so weit, und versteht mich nicht falsch, diese Kamera ist ein unglaubliches Stück Technik. Es hat richtig Spaß gemacht, damit aufzunehmen, aber 5,7K und am Ende kommt vielleicht nur Full HD raus. Zusätzlich ist der Sensor nicht so groß, das heißt die Lichtaufnahme nicht so gut. Ja, wenn ich dann zusätzlich noch mit einer Vollformatkamera, wie jetzt hier auch, aufnehme, dann ist der Qualitätsabfluss bei der Insta doch schon ziemlich deutlich. Allerdings, wenn ich weit geblieben bin, dann war die Qualität wirklich überragend zum Teil. Gerade wenn ich über die Mac Insta Studio App die Videos exportiere, ist die Qualität doch überraschend gut. Aber zum Export kommen wir ja noch später. Ihr habt bis jetzt gehört, ich habe noch nicht den Ton benutzt von dieser Kamera. Und dann switchen wir jetzt einfach mal auf die Aufnahme hier, auf den Ton. Und ihr hört schon einen ganz krassen Unterschied natürlich, was nur verständlich ist, weil wir haben hier 4 Mikrofone, meine ich. Die sind für eine Actioncam eigentlich wirklich ausreichend. Also ich muss sagen, ich finde, es war zufriedenstellend. Spätestens natürlich, wenn Wind kommt, dann hat fast jedes Mikrofon Probleme. Dann ging das Mikrofon schon arg in die Knie. Und grundsätzlich, es klingt irgendwie ziemlich dumpf, was man in der Nachbearbeitung vielleicht noch ein bisschen retten kann. Aber gerade wenn man es mit GoPro vergleicht, hinkt die schon noch ein bisschen hinterher, leider. Dadurch, dass die Kamera so schön flexibel ist und schnell einsatzbereit, nehme ich das doch ganz gerne in Kauf. Da würde ich jetzt euch mal gerne die Frage stellen und schreibt es gern mal in die Kommentare. Wie seht ihr das auch mit der Bildqualität?
lieber mehr aufnehmen und spektakulärere Aufnahmen oder qualitativ bessere Ergebnisse mit der Vollformat und dafür nicht jede Aufnahme dabei. Zum Audio gibt es da noch einen kleinen Trick von Insta360 bzw. eine kleine Zugabe. Und zwar gibt es zusätzlich als Zubehör noch einen kleinen USB-C-Adapter für Audioeingang. Das heißt, ich kann hier diesen Adapter anschließen. Zack. Habe hier ein Comica Funkgerät, das verlinke ich euch auch mal. Ja, so sieht es dann aus. Bin noch relativ kompakt und habe hier meinen Sender mit einem Lavalier-Mikrofon und dann sollte die Qualität noch ein ganzes Stück besser werden, weil das Mikrofon einfach auch näher an meinem Mund ist. Aber wie ihr schon hört, beziehungsweise ich habe es ein paar Mal getestet, der Ton ist jetzt nicht unbedingt in dem Maßen besser, dass ich nochmal 2 zusätzliche Geräte mitschleppen wollte, weil ich habe jetzt hier nochmal 2 Akkus, die versorgt werden müssen. 2-mal muss ich mich irgendwie verkabeln. Und wenn ich jetzt das hier wieder wegmache, ist das doch das viel bessere, viel einfachere Setup. 2 Tasten, eine hier, um direkt aufzunehmen, eine, um die Kamera einzuschalten und das reicht schon völlig. Und wie gesagt, die Tonqualität finde ich dafür, dass es so kleine Mikros sind und es so schnell erreichbar ist, eigentlich ausreichend. Vor allem, wann benutze ich denn so eine Kamera? Das sind Action-Szenen und da wird eher weniger geredet und wenn, dann könnte ich meine große Kamera hier nicht mitnehmen wahrscheinlich. Und dann habe ich lieber die Aufnahme wie keine Aufnahme. Also lieber die Aufnahme in schlechterer Qualität als gar keine. Und dann kommen wir auch schon zu den positiven Punkten. Leichte Bedienung, das habe ich schon gesagt. Die Menüs, das funktioniert alles auch ganz gut. Natürlich auf Action-Cam-Niveau, GoPro macht das auch nicht arg viel besser. Es ist nicht so schnell wie ein aktuelles Smartphone, aber ich bin da vollkommen zurechtgekommen. Man muss sich am Anfang 1-2 Stunden mal hinsetzen, die richtigen Einstellungen treffen. Unterm Strich ist es eigentlich relativ einfach. Also ich habe immer 360 Grad aufgenommen, 5,7K und für mich, weil ich die Einstellung einfach so treffe, in 25 Bilder die Sekunde. Das Vivid Color Profile eingestellt, automatischer Weißabgleich und ansonsten auch alles auf Auto, dass es am einfachsten bleibt und die Ergebnisse sind, finde ich, ziemlich gut. Und als wir dann oben auf dem Gipfelgrat waren bei der Zugspitze, ich konnte einfach die Aussicht genießen. Ich hatte den Stock in der Hand. Ich habe mich jetzt überhaupt nicht irgendwie darauf konzentriert, wie ich jetzt die Einstellungen filmen muss, wie ich die Kamera halten muss. Ich habe während dem Klettern gefilmt und was dann am Ende rausgekommen ist, als ich die Aufnahmen gesehen habe, das war einfach unfassbar. Es hat sich fast schon angefühlt, als wäre noch jemand dabei, der extra mitgefilmt hat. Das Geheimnis liegt dann natürlich am Reframing zu Hause am PC, wo ich für jede Einstellung perfekt einstellen kann, was gefilmt werden soll, wie weitwinklig ich sein möchte, welchen Winkel ich haben möchte und das geht am PC dann in Ruhe vor allem einfach perfekt. So ist nichts abgeschnitten. Ich kann das genau so wählen, wie ich es haben möchte. Und es sieht einfach verrückt aus, weil man sich das nicht erklären kann, wie gefilmt wurde. Ihr müsst es euch so vorstellen. Ich habe die Insta360 hier auf dem Stab und diesen Stab hier, der wird per App bzw. vom Programm ausgeblendet und es sieht dann so aus, als hätte ich nichts in der Hand. Wenn ich die Kamera relativ weit weg von mir habe, dann sah das so aus, als würde eine Mini-Drohne vor mir schweben und durch den Weitwinkel habe ich mich selber filmen können und trotzdem den ganzen Körper drauf gehabt. Das war schon ziemlich beeindruckend. Kommen wir nun zur Smartphone-App. Da muss ich im Vorhinein sagen, dass auch da gewisse Spezifikationen an das Gerät anzulegen sind. Ich habe jetzt einen OnePlus 7 Pro aus dem Jahre 2019, damals ein Top-Handy. Heute, ja, natürlich ein bisschen veraltet, aber das reicht noch. Je nachdem müsst ihr mit manchen Mittelklasse-Handys darauf achten,
dass es doch nicht schnell genug ist. Also dadurch, dass man relativ viel mit dem Handy macht, bevor ihr die Kamera kauft, achtet darauf, dass euer Smartphone ausreichend schnell ist, weil sonst ist das Vergnügen schnell vorbei. Ja, und hier haben wir jetzt die Smartphone-App. Hier vorne schon einen kleinen Social-Media-Bereich, würde ich jetzt sagen, wo man viele verschiedene Videos sieht. Und hier in dieser Rubrik Tricks, wirklich genial. Also sowas habe ich noch nie gesehen, direkt vom Hersteller. Ich meine, man kann das auch im YouTube irgendwie nachgucken, wie man solche Geschichten macht. Aber dass es hier direkt in der App gezeigt wird, das finde ich schon richtig gut. Und zwar habt ihr hier nach Easy, Mittel und Advanced eingeteilte Videos. Was bedeutet das? Und zwar nehmen wir hier mal Fly Through. Ihr könnt jetzt hier oben sehen, wie dieses Fly Through Video entstanden ist. Okay, soweit so gut. Jetzt denke ich mir aber, geil, das möchte ich auch machen. Wie funktioniert jetzt das? Und da kommt auch das Sensationelle von dieser App, wie ich finde. Man klickt auf ganzes Tutorial und dann wird einem einfach mal Schritt für Schritt gezeigt, wie ich das machen kann. Zwar auf Englisch, aber wie genial ist das bitteschön? Es wird genau gezeigt, wie man das macht und hier dann, wie ich es auch editieren muss. Und da werden so viele verrückte, kreative Ideen gezeigt. Ihr seht es ja hier. Ich muss fast nicht mehr nachdenken. Es wird mir alles gezeigt, was so möglich ist. Ja, manche Sachen sind ein bisschen speziell. Auch nicht unbedingt alles so meins, aber einfach auch um zu sehen, was denn alles möglich ist. Richtig toll. Hier dieser Effekt mit dem Planeten. Okay, haben sie hier an den Tennisball die Kamera geklebt. Verrückt. Naja, jetzt gehen wir hier unten in die Rubrik auf Album und ihr seht hier jetzt schon die Videos von der Zugspitze. Ich kann die Videos per WLAN, ich verbinde mich direkt mit der Kamera, auf mein Smartphone laden und das dann relativ schnell bearbeiten. Ich kann es auch schon abrufen, ohne dass sie auf dem Smartphone sind, aber so ist es einfacher. Das waren jetzt 40 GB an Daten, die ich mir runtergezogen habe, hat es im Hintergrund gemacht und das ging auch ziemlich zügig. Das einzige Problem, was ich mit der Verbindung ab und zu hatte, war, wenn mein Smartphone in einem WLAN schon war und dann hat sich das nicht so ganz verbunden. Und dann gehen wir mal hier auf ein Video. Und ihr seht, es wird sofort abgespielt. Wenn ich drauf tippe, pausiert es. Und jetzt kommt die Magie. Ich kann einfach 360 Grad umherschwenken und mir so das Video zurecht machen, wie ich es möchte. Ihr seht jetzt hier den Punkt. Das bedeutet, er hat jetzt einen Frame gesetzt. Und wenn ich jetzt so weiter, zack, rüber, zoome auf Lena, jetzt hat er hier nochmal ein Plus gesetzt. Und was macht er? Automatisch dreht er die Kamera. Schön smooth. Und es geht nach vorne weiter. Und so kann ich das Punkt für Punkt, wie ich es haben möchte, von der Kameraeinstellung hier auch in die Kurve schön quasi setzen. Und das am Smartphone. Ich kann es natürlich auch in andere Formate einstellen. Ich kann mir Multiview machen, das heißt, ich sehe zum einen mich, wenn ich so die Kamera halte, zum einen das, was ich gerade filme. Die Geschwindigkeit kann ich anpassen, ich kann Musik hinzufügen. Ich kann direkt hier an der App schneiden. Das lässt sich aber für mich, finde ich, nur so machen, dass ich einfach mal die Sequenzen, die ich grob haben möchte, aussortieren möchte, exportiere es dann und schneide es dann in meiner App, wo ich schon ein bisschen Firma bin mit dem Schnitt. Export hier oben in der Mitte und
Die maximale Auflösung ist dann Full HD, Bildrate 25, weil ich das halt einfach eingestellt habe. Und ich kann hier noch Körnung entfernen, wenn Licht nicht genügend war. Der tut dann das ein bisschen rausrechnen und sieht dann auch eigentlich ganz in Ordnung aus. Ja, und dann habe ich mir so Video für Video, die ich jetzt mal für mein Instagram haben möchte, exportiert. Und zum reinen Schneiden benutze ich die App InShot. Hier haben wir es schon, das fertige Video. Und da habe ich mir einfach Sequenz für Sequenz reingezogen und hintereinander gesetzt. Musik drauf gesetzt. Und dann habe ich schon ein Video für Instagram, für Reel. 1 Minute, das reicht doch schon. In der heutigen Zeit ist sogar 1 Minute eigentlich schon zu lange. Und dieses Video, das zeige ich euch jetzt kurz. Und dann zeige ich euch noch, wie ich am Mac das Video geschnitten habe. So, hier haben wir jetzt die Oberfläche von Insta360 Studio 2021 und ihr seht hier schon im linken Bereich Aufnahmen hierhin hinzuziehen. Ich habe jetzt mittlerweile meine ganzen Aufnahmen schon in einem extra Ordner und zwar Insta360 roh. Und da öffne ich jetzt einfach mal eine Datei. Ich könnte natürlich direkt alle hier öffnen und ihr seht, er spielt das ähnlich wie in der App direkt ab. Und wenn ich jetzt hier was machen möchte, dann klicke ich, so habe ich es zumindest gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig mache. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ich es falsch mache. Klicke ich auf jeden Fall auf Free Capture und ihr seht jetzt schon das, was ich gemacht habe. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Video nochmal reinlade, erholt sich wieder die Einstellungen, die ich schon mal hier für dieses Video angewendet habe. Auch den Schnitt hier. Ich setze hier auch meinen Marker wie im Smartphone. Und das war es eigentlich auch schon. Ich habe jetzt hier an diesem Punkt gesehen, okay, ich habe die Kamera anders in einem anderen Winkel gehoben und dann quasi den Marker hier hingeführt und automatisch geht er dann mit der Kamera so nach rechts rum. Das funktioniert wunderbar und so habe ich ganz, ganz einfach und ganz schnell die Szene von Lena auf der Treppe reframen können. Das waren ganz wenige Klicks und super schnell gemacht. Und dann war es das eigentlich schon. Man hat schon auch einige Möglichkeiten hier mit Insta360 an Optionen, die ich jetzt ehrlich gesagt alle noch gar nicht ausprobiert habe. Ich habe das Programm jetzt auch erst 1-2 Mal benutzt, aber dafür kommt man wirklich sehr, sehr schnell damit zurecht. Und in meinem normalen Workflow ist es sowieso so, dass ich zu Beginn erstmal sämtliche Videos aneinander hänge, beziehungsweise dann direkt aussortiere und das, was jetzt von der Kamera verwackelt, unscharf oder sonst nicht gut war, direkt raussortiere. Und diesen Schritt mache ich jetzt mit den Insta360 Videos direkt hier in diesem Programm. Und damit habe ich nur ein klein bisschen mehr Arbeit, aber dafür habe ich auch die Bildausschnitte genauso gewählt, wie ich sie auch haben möchte. Und wenn ich dann das Video exportieren möchte, gehe ich hier rechts oben
Und bei Auflösung, das hat mir die Firma gesagt, am besten 4K, das sind eben 3840 bei der Auflösung. Und Kodierungsformat gehe ich auf ProRes. Und wenn es Körnung zu sehen ist, dann stelle ich das auch noch mit ein. Und dann klicke ich auf OK. Der Export geht relativ schnell. Das exportiere ich mir dann direkt auf meine SSD und switche dann rüber zu Final Cut. Und dann schneide ich die Videos einfach so zusammen, wie ich es haben möchte. Das sieht jetzt hier wilder aus, als es eigentlich ist. Viel Audio, damit ich nicht wie in München-Venedig letztes Jahr Fehler in der Audioaufnahme habe. Ja, und dann war ich auch recht schnell wieder fertig hier mit dem Schnitt, weil wir einfach am Tag genau überlegt haben, welche Aufnahmen brauchen wir, was wird spektakulär. Und jetzt hier für dieses Video habe ich ehrlich gesagt gerade auch hinten raus von der Insta360 viel mehr Videos, viel mehr Szenen reingenommen, als ich es normalerweise gemacht hätte, weil die Aufnahmen so genial sind und ich euch zeigen möchte, was mit dieser Kamera möglich ist. Hier auch jetzt nochmal der Hinweis, geht bitte in die Videobeschreibung, klickt auf die Links dort, schaut euch die Kamera an, wirklich ein super Gerät. Es hat richtig Spaß gemacht, damit zu filmen. Es fühlt sich toll an, in dieser Zeit zu leben, wenn solche Produkte für ein erschwingliches Geld mittlerweile rauskommen. Klickt auf das Video hier, das ich jetzt im Anschluss gleich hochlade. Unser Vlog auf die Zugspitze hoch. Es sind 23 Minuten, aber ich schaue es mir immer wieder gerne an. Habe es mittlerweile, glaube ich, schon 10-mal angeguckt. Klar, ich habe es auch geschnitten. Es hat Spaß gemacht. Man sieht es, glaube ich, auch auf dem Video. Der schwierigste Part war gleich zu Beginn vorbei, aber das seht ihr dann. Und dann sage ich jetzt nur noch viel Spaß mit dem Video, macht's gut und seid mal gespannt, was noch im Oktober kommt. Wie gesagt, an dem Schnitt vom GR20 Video hocke ich noch. Da brauche ich auch noch eine Weile. Ciao, ciao.